Teil von Ozeanlicht ist für mich auch, den Leuten zu zeigen, wozu sie in der Lage sind, während sie glauben, sie sind ein kleiner Mensch. Und ich sage immer, dadurch, dass ich in eurer Realität auftauche und dieses Level an Bewusstsein mit euch teile und ihr es hören könnt und nicht einfach einschlaft, ist das Potenzial, wo ihr euch hinentwickeln könnt. Aber nicht durch Reden und Nachreden, sondern durch Experimentieren, Fühlen und Erfahren. Ja, das sind meine Erklärungen von der Mhm. Matrix, also Mhm. eine sehr flexible Erklärung, Mhm. die immer wieder neu strukturiert und ausgedehnt werden kann. In dem Moment, wenn ich meine Ideen und Konzepte beginne zu, ja, transformieren oder zu transzendieren. Mhm. Und jetzt wäre natürlich für jeden, der das gehört hat, die nächste Frage, ja, und wenn ich diese Ideen und Konzepte, die wir natürlich auch übernommen haben, wo wir ins Kollektiv reingeboren wurden, wie kann ich die denn transformieren? Wie funktioniert denn diese Mechanik dahinter, sage ich jetzt mal? Ja, zuallererst ist es wichtig, dass ich mir bewusst bin. Achtsamkeit, Awareness ist einer der Basiselemente. Hier hilft zum Beispiel ein bisschen in den Buddhismus mal zu forschen und was dann die verschiedenen buddhistischen Religionen oder Kulturen so sehen. Achtsamkeit ist wichtig. Ich muss mir bewusst sein, was ich denn tue und mit welcher Brille ich durch mein Leben gehe. Eine gute Verbindung lernen, zu mir selbst zu haben, zu mir selbst zu pflegen, in Liebe zu lernen, mit mir zu leben. Und ich hatte jetzt vor kurzem, jetzt am letzten Wochenende, einen Kurs in Selbstliebe. Und der war ganz anders, als die Leute erwartet haben. Sie haben gedacht, sie lernen irgendwie, wie man sich selber Liebe schenkt. Aber tatsächlich, wir sind in einer Gesellschaft geboren, in der wir Muster haben und Ideen haben und Konzepte haben und Art und Weisen haben, mit uns selbst umzugehen, der das eigentlich einen Entzug von Liebe zur Folge hat. Das heißt, ich handle wie jemand, der sich selbst nicht liebt und das ist gesellschaftskonform. Und hier geht es darum, die Muster zu kennen. Ich nenne sie Hypnose-Codes oder Slave-Codes. Diese Hypnose-Codes zu erkennen, die zur Folge haben, dass man sich Liebe entzieht. Und wenn ich sie erkenne, beginne zu lösen. Zu lösen, nicht indem ich mich hinsetze und meditiere und sitze und warte, bis die Erleuchtung kommt, wie ich meine Sachen ändere, sondern zu beginnen, die neue Welt zu sein. Zum Beispiel, wenn ich mir die Liebe entziehe, indem ich indem ich versuche, ein anderes Leben zu leben, als ich eigentlich lebe und möchte, oder indem ich versuche, zum Beispiel jemand anderes zu sein, als ich bin. New Age-Konzept zum Beispiel. Ich bin ein Starseed, ich gehöre nicht auf diesen Planeten, ich gehöre nicht hierher und das ist ein Liebesentzug. Und das zu korrigieren durch das Gegenteil, zu sagen, ich bin eine Seele, die nicht oft auf dieser Erde inkarniert und ich bin ein Mensch und ich liebe diese menschliche Erfahrung. Sich zu fragen, welches Leben würde ich denn leben wollen, anstatt das Leben, was ich jetzt lebe, was mir nicht gefällt, wo ich mir meine Energiefluss und meine Liebe entziehe. Und dann beginnen, Stück für Stück in Harmonie und in Respekt sich selbst und seiner Kreation gegenüber beginnen, das neue Leben seiner Wahl zu manifestieren und zu etablieren, die Beziehung zu sich selbst zu heilen. Und das mache ich nicht, indem ich mich hinsetze, zu einem Therapeuten gehe, zu einem Heiler gehe, der sagt, mach mal weg, sondern die Eigenverantwortung zu haben. Einmal gesehen, okay, ich lebe das Leben einer anderen Person oder einer meiner Eltern oder meines Arbeitskollegen oder meines Idols, aber nicht mein eigenes Leben. Und dann sich zu entscheiden, ich lebe mein eigenes Leben und höre auf, andere zu idolisieren oder zu idealisieren und beginne, mein höchstes Ideal zu sein und immer wieder zu versuchen, die beste Version zu sein, die ihr in euch selbst seht und nicht zu warten, bis irgendjemand in euch die beste Version aktiviert. Weil wahre Erleuchtung und wahres Bewusstsein kann man nicht kaufen. Mhm. Man kann wahres Bewusstsein, hohes Bewusstsein, kann man kaufen und zuhören, aber man kann es nicht kaufen und verkörpern. Weil Verkörperung liegt an einem. Ich sage auch immer meine Kurse, ich teile dieses Wissen und ich helfe energetisch und arbeite im Hintergrund, bin astral bei den Leuten über Wochen nach den Kursen, bin immer da, helfe, das alles zu integrieren. Aber wenn ich sehe, dass jemand nicht in sich bereit ist, seine Muster zu ändern, dann lasse ich diese Person auch los. Weil Verkörperung kann man nicht kaufen. Das geht Mhm. einfach nicht. Mhm. Und dann beginnen wirklich zu sein, wer man sein möchte, die Veränderung zu sein, die man sehen möchte in seiner Welt. Und so verändere ich meine eigene Matrix.
So verändere ich meine Glaubenssätze, meine Ideen und Konzepte. Natürlich kann ich auch hingehen und beginnen zu visualisieren, wie sich der Glaubenssatz in Licht auflöst, wenn ich ihn dann auch wirklich loslassen kann und meine Entscheidung getroffen habe, mit der ich stattdessen die Realität erschaffen will. Weil die Menschen vergessen gerne mal, dass es den freien Willen der Seele gibt. Und der freie Wille der Seele ist nicht, dass das Ego entscheidet, was passiert, sondern die Frequenz, mit der alles manifestiert wird, aus dem Menschen und dem Ego heraus, transformiert wird, verändert wird. Weil wenn ich zum Beispiel sage, ich bin so liebevoll, aber in mir total in Wut bin mit der Welt und mit mir, was sende ich aus? Diese Frequenz natürlich. Richtig. Und diese Frequenzen manifestieren meine Realität, meine Erfahrung, die Versionen der Personen, die mir begegnen und die verschiedenen Potenziale wählen sich durch die Frequenz, die Ideen und Konzepte, die in mir sind, die ich aussende. Wenn es mir also hilft, einen Glaubenssatz in Licht und Flammen aufgehen zu lassen und ich dann eine neue Frequenz kultiviere und beginne damit meine Realität zu manifestieren, dann kann das funktionieren. Aber den Glaubenssatz in Flammen aufgehen zu lassen und dann innerhalb von einer Stunde wieder anzufangen, sich selbst zu zerstören, zu verurteilen und auf andere zu schimpfen, ja, dann wird das nichts mit der Glaubenssatzauflösung. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die New Age-Welt, ich nenne sie New Age-Welt, weil spirituelle Welt, manchmal sage ich auch spirituelle Welt, aber es fühlt sich nicht so stimmig an, es ist eigentlich New Age-Welt, dass die New Age-Welt darauf so konditioniert ist, die Sachen nicht zu Ende zu bringen. Also da wird an der Oberfläche gekratzt, aber keiner wirklich lehrt oder weiß Bescheid, wie man in der Tiefe wirklich die Sachen angeht. Und dabei ist es so simpel. Wenn alles Frequenz muss ich das, was ich aussende, korrigieren. Der Sender muss korrigiert werden, nicht das, was also nicht nur offiziell, sondern alles muss korrigiert werden, damit das, was ich aussende, auch klar ist. Ich kann ja nicht Werbung machen für klassische Musik in meinem Radio und Heavy Metal spielen. Nicht nur sagen, sondern wirklich auch dann klassische Musik ausspielen und nicht Heavy Metal. Und so kann man sich das vorstellen, ist das so für mich immer in der New Age Welt gewesen. Es wurde immer sehr viel erzählt und geredet, aber die wirklich guten Dinge wurden zurückgehalten, weil man sie entweder nicht wusste, nicht weiß, wie es funktioniert oder Geld machen wollte. Und ich teile einfach alles so viel wie es geht, ohne zurückzuhalten, in Interviews, Kongressen auf meinem YouTube-Kanal. Manchmal mache ich Kurse, ja, und die sind bepreist, weil ich dann hier permanent im Hintergrund arbeite mit den Leuten und wirklich die Energien massiv sind und eigentlich auch einen sehr tiefen Shift auslösen in den Leuten und in den Realitäten von den Leuten. Aber hier ist immer Self-Empowerment auch dran. Und wenn ich nachts den Leuten in den Hintern zwicke und sage, änder das. Mach das, mach das, mach das. Und wenn die Zeit eines Kursnetzwerkes, eines Kursgrids, eines Kurscontainers vorbei ist, dann lasse ich die Leute auch wieder los. Aber meistens schaffen sie es dann wirklich, eine neue Realität zu leben und auch das zu teilen, zu verkörpern und damit anderen zu helfen. Und das ist mir so wichtig, dass wirklich man dieses Wissen und die Energien verkörpert, weil in dem Moment, wenn man Licht und Wissen und hohes Bewusstsein verkörpert, in dem Moment beginnt man zu einem Leuchtturm zu werden und wirklich die Realität um sich herum zu verändern und eine Inspiration zu sein für andere, die dann wirklich sagen, wow, die Leute bekommen so einen Glow, so einen Glanz um sich herum und eine Klarheit und werden wie so ein Hafen im Chaos und in der Dunkelheit. Und das ist eigentlich die Hauptmission, die ich sehe, dass wir souveräne Seelen werden, die eine menschliche Erfahrung haben, wo der Mensch in Klarheit ist und diese Klarheit ins Kollektiv sendet und damit jedem hilft, der in Kontakt kommt mit diesen Personen. Weil wir sind ja eine Welt, ein Kollektiv mit vielen Individuen. Aber das ist Aufstieg. Der funktioniert nur so nicht, wenn man zurückhält oder nicht weiß, was man tut. Oder wartet, dass man gerettet wird. Das ist auch so. Ja, wundervoll. Du hast jetzt vorhin gesagt, transformieren oder transzendieren. Und ich weiß ja, dass das ein großes Thema in deinen Kursen auch ist. Denn die Transzendenz ist eigentlich der Schlüssel und nicht das Wegmachen wollen von etwas oder so. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, weil das war für mich tatsächlich ein mega Gamechanger, dass ich
nichts clearen muss oder sonst ist das eher Heilung und dass auch ein Gleichgewicht sozusagen eigentlich entstehen darf und dass da der Schlüssel drin liegt. Einer der Punkte, weshalb ich so einen starken Unterschied mache zwischen Transformieren und Transzendieren, ist, dass Transformieren ein Wegmachen ist. Wenn ich etwas transformieren möchte, bin ich mit dem Ursprungszustand von dem, den ich habe, nicht zufrieden und möchte den Zustand verändern. Das heißt, es ist wie eine Negierung der eigenen Manifestation. Ja, es klingt jetzt vielleicht extrem, aber einfach mal fühlen. Wenn ich etwas transformieren will, dann bin ich in Ablehnung gegenüber das, was ich erschaffen habe. Wenn ich etwas transzendiere, dann integriere ich das Wissen und die Weisheit aus dem, was ich erschaffen habe und wachse darüber hinaus, gehe hindurch und werde zu einem neuen Wesen, zu einem neuen Bewusstseinszustand, zu einem neuen Menschen. Und Transzendenz bedeutet, nicht wegzumachen, nicht transformieren zu wollen, nicht verändern zu wollen, sondern zu wissen, hinter all dem, was hier vor mir ist an Challenges, wartet meine Freiheit und das volle Potenzial, das ich nur erreichen kann, wenn ich die ganzen Challenges transzendiere, durch sie hindurchgehe und alles Wissen und Weisheit daraus schöpfe, weil ich das brauche, weil das die Basis ist für das Potenzial, in das ich gehe. Und einer der Schlüssel, wenn man das erste Mal hört, denkt sich, oh mein Gott, ich muss in die Dumps abtauchen, ich muss ins Chaos gehen, in die Tiefe gehen, ich muss leiden, ich muss 10 Wochen am Stück weinen und mein Körper kriegt Symptome ohne Ende. Die Wahrheit ist, nee, ist Bullshit. Es muss nicht sein. Nicht dran arbeiten, nicht verändern, nicht transformieren, mache ich übers Herz, indem ich mein Bewusstsein, mein Verstand, mein Ego ins Herz bringe, mein Herz weit öffne und die Essenz meiner Seele durch meinen Körper strömen lasse. Und wirklich Ja sage zu meiner Schöpfung. Ja, ich erschaffe es, ja, ich erfahre es und beides zusammen ist notwendig. Ich erschaffe es, ich erfahre es und dann kann ich es korrigieren in Souveränität und sagen, ich habe das erschaffen, ich erfahre es, ich atme in mein Herz, öffne mein Energiefeld für die Erfahrung, die ich mache. Und wenn dann ein paar Tränchen kullern, ist das okay. Wenn ein bisschen Wut kommt, ist okay. Wenn ich ein paar Tage nicht ganz so gut gelaunt bin dadurch, ist okay. Und jedes Mal das Herz öffnen und sagen, ja, ich lebe, ich habe das erschafft. Und währenddessen über das Herz langsam die Korrektur einfließen lassen. Ich habe das erfahren. Ich erfahre es jetzt gerade. Ich muss es nicht nochmal wiederholen. Ich entscheide mich jetzt für mehr Freude, mehr Leichtigkeit, für die Lösung dieser Situation. Und dann als derjenige, der es erfährt und erschafft, korrigieren und alchemieren. Und dann beginnt der Prozess, wo alles in Wissen und in Weisheit geht. Shadows stretch, but they don't bite. Golden threads in the pale twilight. Sacred new dawn, it's calling, calling. A tide of light keeps falling, falling in the stillness. I begin to see this endless space cradles me. A soundless song, it's spinning.